Man wollte eben wissen, nachdem man rausbekommen hatte, wie es 33 bis 45 war, was eben so nach 1945 passiert ist. Es waren ja unheimlich viele Leute involviert durch Mitgliedschaften und Tätigkeiten für den Nationalsozialismus. Und ist natürlich klar, dass mit 45 war das nicht, oder mit dem 8. Mai 1945 war das nicht einfach zu Ende. Ja, also die Leute waren ja weiter da und die hatten ihre eigene Vergangenheit und darüber wussten wir hier eigentlich ganz wenig nur. Ein wenig schon, aber eben nicht genug, also nicht flächendeckend sozusagen. Wir haben ja davor in dieser Arbeitsgruppe die Zeit zwischen 33 und 45 behandelt und das war von den Professoren her ein relativ überschaubarer Rahmen, so mit 40, 50 Professoren, die da zu begutachten waren. Diesmal ging es an die 350 ran. Und das ist natürlich eine Sache gewesen, die nicht so ganz einfach zu bewältigen war, weil natürlich auch die Akten von denen teilweise oder größtenteils nicht in Hannover lagen, sondern in ganz anderen Universitäten, anderen Archiven und so weiter, sodass natürlich auch eine ganz große Reisetätigkeit in Gang gesetzt werden musste. Es sind eben vor allen Dingen die Akten gesichtet worden, die Akten in den entsprechenden Archiven, das heißt vor allen Dingen Personalakten, aber eben auch Parteiakten, Mitgliederkarteien und sowas alles. Das ist alles durchforstet worden, Entnazifizierungsakten, soweit sie zugänglich waren, sodass man daraus ein Bild sich machen konnte und daraus dann eben Kurzbiografien erstellen konnte. Es sind also weit über 100 Kurzbiografien entstanden aus diesen Recherchen, vor allen Dingen von Leuten, die eben in NS-Organisationen Mitglied waren, aber auch einbezogen haben die Gegner und Opfer des Nationalsozialismus, die nach 1945 an dieser Hochschule gearbeitet haben. Das waren so 20 Leute und von denen sind auch Kurzbiografien dabei. Das ist wirklich für mich auch das Wichtigste, weil ich es eigentlich vorher wusste, aber trotzdem, wenn man es in einer solchen Massivität sieht, dann ist es eine andere Geschichte nochmal. Und zwar, dass sich eben so gut wie keiner mit seiner NS-Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Es gibt einen einzigen hier an der Hochschule, die ich eben untersucht habe, der rundheraus gesagt hat, ich war Mitglied der NSDAP und das nicht etwa nur aus Gründen, weil ich da eintreten musste oder sowas, sondern nein, ich stand dahinter. Da gab es einen einzigen. Alle anderen haben ausweichend geantwortet und haben gesagt, naja, ich war eigentlich ablehnend und so und ich wollte eigentlich nur das Beste und so weiter, aber keiner stand dazu. Und das ist das, was mir am als erschreckendsten aufgefallen ist.